Die 33 Reden von Saint-Germain von Godfrey King. Anrufung. Du mächtige, erhabene Christuskraft, nun zu voller Größe erstanden. Wir grüßen dich durch das Zeichen des Herzens und des Kopfes und nehmen die Fülle deiner mächtigen Kraft auf, wie sie in den Herzen der Schüler offenbar geworden ist. Wir anerkennen die Fülle des Lichtes und seine erleuchtende Gegenwart im Herzen und Gemüt eines jeden. Es braust mit solcher Macht einher, dass es jedermann Mut und Kraft bringt, die nötige bewusste Anstrengung zu leisten, die der mächtigen Ich-Bin-Gegenwart gestatten wird, das atomische Gefüge in seine volle Auferstehung zu erhöhen. Nun will ich beiseite treten und unseren geliebten Bruder aus seinem Herzen sprechen lassen. Rede 27. Rede Jesu. Ich bringe euch Liebe und Grüße von manchen der Aufgestiegenen, von denen ihr einige kennt und andere nicht. Ich bin das Licht, der Weg und die Wahrheit. Das ist die Weihnachtsglocke, die noch immer durch den ganzen Bereich kosmischer Tätigkeit erklingt. Der Sinn und die Kraft der Worte Ich Bin ist euch nun dargelegt worden. In ihrem Verständnis werdet ihr einen Zauberkreis finden, in dem ihr euch bewegen könnt, ohne dass menschliche missklingende Tätigkeit euch zu berühren vermöchte. Es genügt allerdings nicht, nun die Gegenwart bloß zu wissen. Sie muss vielmehr auch im einfachsten Tun praktisch gelebt werden. Versucht ihr etwas euch Ungewohntes zu vollbringen, so fühlt ihr euch öfter unsicher und schüchtern. Lernt ihr jedoch zur Erfüllung eines Wunsches oder zur Lösung einer Frage das Ich Bin anzuwenden, so wird euer Vertrauen wachsen und euch die Anwendung mit bestimmter Sicherheit gelingen lassen. Die Schüler sollten sich immer das Verständnis dafür bewahren, dass nur in dem großen Schweigen, im Stillesein des Äußeren die innere Kraft, die in ihr stetig ist, wachsendes Vollbringen strömt. Dann werden sie bald erfahren, dass selbst wenn sie nur an ihren mächtigen Ursprung und Quell, das Ich Bin denken, sie eine Steigerung der Kraft des Lebens, der Weisheit fühlen, was sie befähigen wird, mit einem Gefühl der Meisterschaft fortzuschreiten, das sicher eines Tages das Tor aus den Begrenztheiten ihrer menschlichen Schöpfungen in die Unermesslichkeit ihrer wahren Freiheit weit öffnen wird. So oft sehen wir in den Herzen das sehnliche Verlangen nach Beweisen, nach merkwürdigen Offenbarungen und Geschehnissen zur Stärkung auf dem Wege nach oben. Ich versichere euch, gesegnete Kinder des Lichtes, ein Beweis, der außerhalb eurer selbst liegt, ist nur zeitweilig, hat keine Dauer. Dagegen ist jeder Schritt, den ihr durch eure eigene bewusste Anwendung tut und erprobt, ein unvergessliches Vollbringen. Und wenn ihr fortfahrt, durch eure euch selbstbewusste Anwendung der Meisterschaft näher zu kommen, so erfüllt ihr nicht bloß eure täglichen Aufgaben, sondern erhöht euer Bewusstsein, bis ihr bald findet, dass alle Schranken gefallen sind. Auf diese Art wird das Tor zu menschlicher Begrenztheit auf immer zugenagelt. Wie meine äußere Gestalt an das Kreuz genagelt wurde, so nagelt ihr, durch eure Erhöhung des Bewusstseins, das Tor zu den selbst erzeugten Beschränkungen fest zu, und ihr fühlt und wisst, dass euch die Herrschaft gehört.
Manchen Schülern, die so sehnlich aufsteigen möchten, rate ich dringlich oft, die Feststellung zu verwenden: Ich bin die Auferstehung in das Licht. Es wird euer Bewusstsein befähigen, sich rascher aus der Maya menschlicher Schöpfung zu erheben. Es kann nicht genug betont werden: Lebt ihr in der höchsten Kraft der Ich-Bin-Gegenwart und erkennt sie immer voller an, so werdet ihr erleben, dass nicht nur das äußere Ringen aufhört, sondern dass mit eurem tieferen Eindringen in das Licht die äußeren Dinge, die ihr so ernstlich gesucht habt, nun wahrhaft und wirklich euch zu suchen beginnen. Doch werdet ihr zu jener Zeit ganz klar die Unwirklichkeit der Form und ihrer vergänglichen Tätigkeit erkennen. Ihr werdet also dann wissen, dass in euch und in dem Lichte um euch alles liegt, was ihr euch wünschen könnt, und das Äußere, das als so sehr wichtig erschienen ist, wird seine große fesselnde Macht über euch verloren haben. Dann wird euch in den äußeren Dingen, die euch zueilen, freudige Freiheit werden. Das ist die wahre Tätigkeit äußerer Beherrschung. Werdet ihr euch der höchsten Kräfte, die euch zu Gebote stehen, inniger bewusst, so werdet ihr wissen, dass ihr alles, was ihr benötigt, sogleich an euch ziehen könnt, ohne ein anderes von Gottes Kindern zu schädigen oder zu betrüben. Diese Wahrheit muss im Bewusstsein dauernd lebendig bleiben, denn gewissenhafte Seelen müssen ohne Wanken und ohne Verwunderung wissen, ob für sie auch ein Erfolg richtig ist, wenn anderen um sie nichts gelingt. Denn ich versichere euch, euer größtes Dienen besteht darin, dass ihr für euch selber Meisterschaft und Freiheit erringt. Dadurch werdet ihr befähigt, das Licht auszuteilen, ohne euch durch die menschlichen Schöpfungen, in der ihr euch zu bewegen habt, berühren und beeinflussen zu lassen. Fühlt euch niemals traurig und bedrückt, wenn ein anderes von Gottes Kindern noch nicht bereit ist, das Licht aufzunehmen. Denn kommt es nicht aus eigener Wahl zum Licht, so tut es meist nur einen zeitweiligen Schritt und sinkt wieder zurück. Wer sich eine bewusste Freiheit vom Körper zu erringen beginnt, versteht alsbald, wie Zeit und weltgebunden und unwichtig diese äußeren Dinge sind. Und wer in das Universale oder die große kosmische Tätigkeit eingeht, wird finden, dass nur der Eintritt in das Licht wichtig ist. Dann wird er die Freude der inneren Gegenwart und ihres unüberwindlichen Schaffens erleben, und sein Herz wird hüpfen vor Seligkeit. Kurz bevor ich mir meiner vollen Aufgabe bewusst wurde, stand die Einsicht lebhaft vor mir: Ich bin die Gegenwart, die nie versagt und die sich niemals irrt. Dieses war, wie ich später erfuhr, die Kraft, die mich trug und mich befähigte, die Auferstehung und das Leben zu sein. Es ist wirklich schade, dass einige Stellen der Heiligen Schrift durch menschliche Vorstellungen getrübt, verdunkelt wurden. Doch ich bin auch sehr dankbar, dass manche Stellen keine Veränderung erfahren haben. Mehr als 3 Jahre verwendete ich auch stetig eine andere Vorstellung. Ich bin immer da, die erhabene Kraft reiner Liebe, die jede menschliche Vorstellung übersteigt und mir das Tor zum Licht in meinem Herzen öffnet. Später vernahm ich habe damit meine wahre innere Schau mächtig vertieft. In Beantwortung eines im Herzen ernsten Verlangens so vieler Schüler
möchte ich sagen, dass ich während der Jahre, da die Schrift über meine Tätigkeit nichts zu wissen scheint, auf der Suche war nach der Erklärung für das Licht und die Gegenwart, die ich in mir fühlte, und von Ort zu Ort wanderte. Ich versichere euch, geliebte Schüler, es ging nicht mit der Leichtigkeit, wie sie euch heute zur Verfügung steht. Wer an jenem Tage mit mir in Verbindung stand, war so glücklich, Kenntnis von jenen unaufgezeichneten Erlebnissen zu erhalten. Da sie von ungewöhnlicher Art sind, wurde es als weiser befunden, sie der Menge nicht vorzulegen. So war es durch alle Zeitalter, wenn die höchsten Erlebnisse aus ferner Vergangenheit zu verblassen begannen. Waren jene, die nachfolgten, nicht genügend vorangeschritten, um die Wahrheit erkennen zu können, so haben sie die Menschheit um wundervolle Herrlichkeiten gebracht. Doch heute ist nun die kosmische Christuskraft, die für mich so wirklich wurde, den Menschen zur Hilfe gekommen. Durch ihren natürlichen Antrieb, sich auszudrücken, findet sie stetig und sicher ihren Weg in die Herzen und Gemüter vieler Menschen. Dem Ausmaß entsprechend darf die große Hoffnung gehegt werden, dass diese Tätigkeit es ermöglichen wird, den Schleier menschlicher Schöpfungen zu lüften. Sehr viele Menschen werden Zeichen und Wunder sehen und sie in ihren eigenen Herzen spüren. Dann werden sie nicht mehr durch menschliche Zweifel und Befürchtungen von der Wahrheit abgewendet werden können. Ich verbrachte einige Zeit in Arabien, Persien und Tibet. Meine Wanderjahre beendete ich in Indien, wo ich, obgleich ich es damals nicht wusste, dem geliebten Meister begegnete, der seine Auferstehung schon vollzogen hatte. Durch die Kraft seiner Strahlen schenkte sich mir eine Offenbarung nach der anderen, durch die mir Ausdrücke oder Kernsätze gegeben wurden, die mich befähigten, die äußere Tätigkeit in Zucht zu halten, bis sie nicht mehr länger die Kraft hatte, mich zu stören oder zurückzuhalten. Damals wurde mir die volle Herrlichkeit meiner Aufgabe offenbar, ebenso die ewige kosmische Urkunde, die zum Wohle und zur Erleuchtung der Menschen, die Nachfolgenden zu machen war. Es wird euch interessieren zu erfahren, dass es eine tätige kosmische Urkunde wurde, die sich von allen anderen darin unterscheidet, dass sie etwas Besonderes in sich birgt, auch heute noch, nämlich den vorwärts drängenden Impuls, für den das menschliche Gemüt ein Magnet war und immer noch ist und bleiben wird. Das ist die Ursache, warum die Ausdrücke und Kernsätze, die ich den Menschen damals mitteilte, während all der Jahrhunderte immer lebendiger wurden. Die Beschwingung durch diese Tätigkeit, unterstützt durch andere mächtige, die auf die Erde gerichteten Strahlen, wird viele Menschen befähigen, sich in der Wahrheit und ihrer bewussten Anwendung so fest zu verankern, dass ein höchstes Vollbringen gelingen wird. Für die Menschen ist kein einziger Schritt so lebenswichtig wie die Erkenntnis des Ich Bin, ihres Ursprungs, ihrer Quelle des Lebens und seiner höchsten Kraft, die vom einzelnen Menschen bewusst praktisch angewendet werden kann und soll. Es wird erstaunlich sein, wie weit innerhalb von 3 Jahren sich diese einfache und doch so allmächtige Wahrheit unter den Menschen ausbreiten wird. Denn alle, die über sie nachdenken, die ihre Gegenwart praktisch anwenden und durch die Kraft göttlicher Liebe ihre Energie bewusst lenken, werden eine neue Welt des Friedens, der Liebe,
der Gesundheit und des Wohlergehens für sie offen finden. Alle, die ihre Erkenntnis des Ich Bin anzuwenden verstehen, werden sich niemals mehr durch Missklänge oder Störungen in ihrem Heim, in ihrer Welt oder in ihren Tätigkeiten bedrängen lassen. Nur durch die Anerkennung der Mängel, statt der Anerkennung der vollen Kraft der mächtigen Ich Bin-Gegenwart, gestattet der Einzelne, dass diese menschlichen Vorstellungen und Schöpfungen ihn stören. Der Schüler sollte immerfort in sein menschliches Selbst blicken, um zu erkennen, welche Gewohnheiten und Schöpfungen dort herausgeholt und beseitigt werden sollten. Denn er kann sich nur befreien, wenn er sich weigert, länger Gewohnheiten der Kritik, der Rechthaberei und Verurteilung in sich zu dulden. Die wahre Tätigkeit des Schülers besteht darin, seine eigene Welt vollkommen zu machen. Das kann ihm nicht gelingen, solange er auf Unvollkommenheiten in der Welt oder in einem anderen von Gottes Kindern blickt. Ihr habt wundervolle Kernsätze zur harmonischen Beherrschung eures Lebens und eurer Welt empfangen. Wendet sie mit aller Entschlossenheit an, und ihr werdet Erfolg haben. Manche von euch wünschen von mir eine weitere Berichtigung. Am Kreuze sagte ich nicht, Vater, warum hast du mich verlassen? Sondern ich sagte, Vater, wie sehr hast du mich verherrlicht? Und durch die Herrlichkeiten empfing ich mit mir den Bruder, der zu meiner Rechten am Kreuze hing. Unter euch, geliebte Schüler, sind einige, die ich zur Zeit der Kreuzigung persönlich kannte. Da ich euch diese Botschaft übermittle, ist mir, als ob ich zu alten Freunden spreche. In jener großen Gegenwart des Aufgestiegenseins sind Jahrhunderte nur ein flüchtiger Zwischenfall. Nur in Beziehung mit menschlichen Geschehnissen nehmen wir vom Dasein eines Zeitempfindens Kenntnis. Geliebte Schüler, die ihr so ernstlich das Licht sucht, versucht euch selbst in meiner liebenden Umarmung zu erleben. Versucht zu spüren, wie ihr in jenes Licht gekleidet seid, das blendender ist als die Mittagssonne. Verankert dadurch in euer Bewusstsein das Gefühl um eure Fähigkeit zur Erhöhung, damit jeder Tag euch der Fülle, jener Verwirklichung näher bringt. Schneidet alle Dinge der Erde, die euch fesseln, von euch los. Wisset, dass in der Liebe, Weisheit und Kraft, die ihr von eurer mächtigen Ich-Bin-Gegenwart empfangt, die Fähigkeit liegt, diesen höchsten Dienst zu leisten. Erinnert euch stetig daran, Gott in euch ist euer sicherer Sieg. Die Ich-Bin-Gegenwart, die in eurem Herzen schlägt, ist das Licht Gottes, das nie versiegt. Und eure Kraft, durch Akzeptierung dieser Gegenwart, ihre Energie freizusetzen und zu lenken, ist ohne Grenzen. Es ist mir eine große Freude und ein Geschenk, in Verbindung mit meinem geliebten Bruder Saint-Germain fortzufahren und durch meine bewusste Strahlung den Schülern, die Saint-Germains Lehren aufzunehmen vermögen, während des ganzen Jahres beizustehen. Missversteht mich nicht. Ich bin da und sende meine Kraft für alle Menschen aus. Doch mit der Strahlung für diese Schüler kann ich außerdem noch besonderen Dienst bieten. Mit meiner Liebe umfange ich euch, mit meinem Lichte kleide ich euch, mit meiner Kraft stütze ich euch, damit ihr unerschrocken weiter vordringen könnt,
zu dem Glücke und der Vervollkommnung eurer selbst und eurer Welt. Das wird euch Strahlen zuführen, die ihr, wenn ihr wollt, während des ganzen Jahres spüren könnt. Möge euer Vollbringen euch Freude in Fülle schenken. Ich bin die erleuchtende, offenbarende Gegenwart, die sich mit voller Macht kundtut. Jesus der Christus. Saint-Germain spricht: Ich wünsche meine umfangende Liebe einem jeden der geliebten Schüler als Geschenk zu übermitteln, denn Liebe ist das größte Geschenk, das gegeben werden kann. Segensspruch: Du mächtige, gebietende Ich Bin-Gegenwart, behaupte deine Herrschaft in Herzen und Bewusstsein eines jeden Schülers, gebiete der Lebenstätigkeit ihre Fülle zum Ausdruck zu bringen, stelle dich als Wächter vor die Türe des Gemütes eines jeden, damit es nur zulässt, was hilfreich und harmonisch ist. Segne jedermann mit jener Kraft, die festhält und die vorbereitet zum harmonischen Gelingen. Wir danken dir.